Herzlich willkommen zu unserem Frühschoppen auf Erde 2.0. Mein Name ist Heike Kaczmarczyk. Wir befinden uns heute in Yvonne Waldraffs Silent Power Retreat House bei Zürich in der Schweiz. Der Titel dieser Sendung ist Die Revolution des Individuums. Unsere Gäste sind erstmal Uwe Breuer. Uwe Breuer, du bist ein ganz besonders auch bekannter Mensch, der die Leute also führen kann durch bestimmte Prozesse. Und was ist deine Hauptaufgabe? Wie siehst du die? Die Verbindung wieder zu deinem göttlichen inneren Selbst, dass du wieder mehr aus dir selbst heraus lebst und nicht von irgendwelchen Gedankenkonstrukten dich leiten lässt. Okay. Und neben mir sitzt Britta. Britta, du warst auch schon bei mir in der Sendung. Britta Berthold, wir kennen uns schon viele Jahre. Und du bist Schauspielerin, du bist Sprecherin, du bist einfach ein ganz spezieller Mensch, würde ich mal sagen. Du bist einen ganz speziellen Weg gegangen und deswegen haben wir dich auch eingeladen. Du hast im Grunde deinen Weg kreiert. Kann man das so sagen? Das ist richtig, Heike. Darf ich das jetzt ausführen an dieser Stelle oder später? Ja, später. Gut. Umwelt. Du bist auch eine Aktivistin. Ja, ich bin nicht nur ein kritischer Mensch, ich gehe auch in die Tat. Also ich denke nicht nur darüber nach, sondern ich versuche es zu verändern. Ich versuche die Menschen in die Tat zu bringen, sie zu ermutigen. Und ich habe mich kritisch geäußert. Ich bin systemkritisch geworden. Wieder. Ja. Ich glaube, dass in der Runde viele so denken, vielleicht sogar alle. Oleg Lones ist Forscher, Entwickler, Unternehmer, Erfinder, Fotograf und Glücklichmacher. Und das Thema heute ist Revue-Fotografie. Aber wir kennen uns ja auch schon einige Jährchen, würde ich mal sagen. Und bekannt bist du ja auch durch etwas ganz Spezielles geworden, damals mit Michael Vogt. Du hast ihm geholfen, dass er wieder aus dem Koma zurückgekommen ist und auch noch viele Jahre gelebt hat. Ja? Und da bist du recht bekannt geworden. Gibt es noch etwas, was du zu deiner Person an dieser Stelle noch sagen möchtest? Zu Michael Vogt, oder gesagt? Ja. Michael Vogt zum Beispiel, was interessant ist. Also ich war schon vor Michael Vogt bekannt, sag ich mal so, weil als wir uns kennengelernt haben mit Michael Vogt, ich habe gesagt, ich bin so ein Mensch, der eigentlich nie über mich öffentlich geredet hat. Also generell bin ich nie in die Öffentlichkeit gegangen, keine Kongresse, nichts. Und dann, als Michael Vogt bei mir, sagen wir so, aufgetaucht, weil er wollte mich unbedingt seit Jahren schon kennenlernen. Und ich habe gesagt, keine Zeit, keine Zeit. Und dann irgendwann habe ich gefühlt, so, jetzt ist die richtige Zeit. Und so. Und wahrscheinlich war das kurz bevor, sag ich mal. Ja. Und dann, ich habe dann meine Terminkalender gezeigt. Von morgen früh bis tiefste Nacht jahrelang voraus ausgebucht. Ich habe gesagt, ich habe schon wirklich extrem viel zu tun, aber ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas tun, irgendwas für ihn und für die Öffentlichkeit, weil irgendwas kommt, irgendwas Schlimmes, sag ich mal so. Ja. Im Nachhinein haben wir gesehen, was dann kam, immer mehr, und deswegen habe ich gesagt, reden wir vielleicht darüber, wie man Wissen über Energieinformationen sachlich, sinnvoll, konstruktiv weitergibt. Also, dass man von Mystische wegkommen, so mehr greifbar machen, mehr verständlich und so. Und da hat er diese Idee fasziniert und hat Michael Vogt auch Kurse bei mir gemacht. Und er hat mich damals 3-mal gefragt, was ich über seinen Zustand denke. Ich habe gesagt, ich bin kein Arzt, ich mache keine Diagnosen. Und sagt, ja, aber ich bin, bitte ehrlich, deine persönliche Meinung. Ich sage, nee, ich sage nicht, weil das ist sonst Manipulation. Also geh lieber zum Arzt und prüf mal alles Mögliche. Und dann dementsprechend hat er 3 oder 4 Mal mich gebeten und ich habe gesagt, okay, dann sage ich dir, schau mal dich selber an. Okay. Also das heißt, sieht nicht gut aus. Also Blutdruck extrem katastrophal, Zustände horrormäßig, also kann nicht mehr schlafen, nimmt ständige Beruhigungstabletten, 1000 Sachen, ständig am Rad, schläft nicht mehr und so. Das ist akute Lebensgefahr. Akute Lebensgefahr, das habe ich ihm gesagt. Und da hat er gesagt, was muss ich tun? Ich habe gesagt, du musst jetzt dringend besser werden. Also das heißt, zum Beispiel, was kann ich tun? Ich sage, zum Beispiel, komm zum Beispiel mit mir in den Kurs und lernen. Und dann war bei mir ein Kurs, war ich 3 Tage. Und ich bin natürlich an der Qualität interessiert und habe gefragt, dann Fragen gestellt zu diesem Kurs und habe festgestellt, er saß da und nichts gemacht.
Kein einziges Wort verstanden. Und dann habe ich gesagt, stopp, wieder zurück, nochmal wiederholen. Und so habe ich ihn praktisch immer trainiert und wir haben Fotos gemacht, vorher, nachher und haben gesehen, wie die Totenmaske bei ihm immer mehr abgebaut wurde. Und das war wahrscheinlich seine Lebensrettung, weil durch dieses Wissen haben wir praktisch fruchtbare Boden geschaffen für später, für mich, für meine Arbeit. Als er zum Beispiel in Koma verfallen, also zum Beispiel, ich kann vielleicht 2 Worte dazu sagen, er fährt Auto und diese Auto fahren die dann und haben sie gestritten im Auto, so mit Kindern. Kinder wollen so und er wollte so und dann hat sich sehr stark aufgeregt und dann Schlaganfall ausgelöst. Und dementsprechend hat er, Einzige, was er geschafft hat, ruf Oleg an und Vollbremse und war weg. Wahnsinn. Und da kam Hubschrauber, haben sie es geholt und dann haben mich angerufen und so weiter. Aber der Prozess war so, dass Ärzte haben gesagt, keine Chancen. Das ist Totalschaden Gehirn, nachweislich, medizinisch überhaupt keine Chance. Nehmen Sie Abschied, ist vorbei. Und dann haben sie biochemische Analyse gemacht und da habe ich diese Dokumentation auch. Und haben festgestellt, sehr starker, schon fortgeschrittener Verwesungsprozess stattgefunden. Also im Prinzip rein todmäßig, also schon tot, also Verwesungsprozess schon läuft. Und da habe ich gesagt, stopp. Und das ist jetzt Zeit für mich, ich zeige jetzt, wie das geht, wie es möglich ist, Wissen von Energieinformationen praktisch umzusetzen. Und ich habe alle meine Schritte vorher angekündigt und gesagt, was passieren wird, welche Prozesse im Körper werden laufen, dass es schon medizinisch kontrollierbar ist, dokumentierbar ist, das haben wir alles dokumentiert. Und Schulmediziner haben das bestätigt. Und deswegen haben wir gesehen, wie diese komplette Regeneration stattgefunden. Und dieser Professor, der das geführt hat in dieser Klinik in Greifswald, hat gesagt, wir haben das nicht gemacht, das hat Oleg Lones gemacht. Hat er zugegeben. Und deswegen für mich war einfach nur als Möglichkeit zu zeigen, dieses Wissen ist machbar, praktikabel und haben sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Chancen. Nur muss man richtig zum Beispiel Menschen erklären, zeigen. Also keine Mystik. Ich habe vorher angekündigt, habe gesagt, was passieren wird und genauso gelaufen, 1:1 genauso. Und deswegen da zum Beispiel, wo plötzlich wurde, noch dazu muss man sagen, Michael hat mir versprochen, dass er das nicht in die Öffentlichkeit geht, in diese Richtung. Er wird nicht darüber sprechen. Also wir haben gesagt, wir machen das für uns und er muss nicht dafür bezahlen, gar nichts, macht das vom Herzen, einfach so. Aber Problem war, irgendwelche Heiler immer wieder haben sich angehängt und haben gesagt, sie haben ihn geheilt. Das war nicht öffentlich, niemand wusste Bescheid. Menschen haben hinterher erfahren. Weil es gab zum Beispiel so Gerüchte, dass er im Gefängnis ist, er wurde umgebracht und so. Und daraufhin hat er reagiert. Und dann hat er zum Beispiel, manche Heiler haben diese ganzen Schriftlichen geschickt, per E-Mail, haben gesagt, wir haben dich geheilt, hier so. Und dann Michael Vogt, stopp, das stimmt nicht, das ist nicht spricht die Wahrheit. Ja. Und dann musste er sich wehren, eine Notwehr. Und dann hat diese öffentliche Stellungnahme genommen und dann hat er gesagt, stopp, das stimmt nicht, Oleg Lones hat es gemacht. Ja. Also praktisch war gegen unsere Abmachung, aber ich verstehe, dass diese Notwehr und ich bin sehr dankbar dafür, dass er gemacht hat, weil sonst wäre es schade. Okay, so und neben dir, erstmal Dankeschön, wir kommen ja gleich noch zu dir, Alexis Kaiser ist Jurist und Vorstandsmitglied der Mykoverse Foundation. Die Foundation mit Sitz in Liechtenstein will die verborgene Intelligenz der Pilze entschlüsseln und für alle nutzbar machen. Du bist einwandfrei ein Pilzliebhaber, richtig? Okay. Gut, dann bleiben wir doch mal gleich auch bei dir. Wie kommt man als Jurist auf die Idee, sich mit Pilzen intensiv zu beschäftigen? Also ich bin aus Natur sehr neugierig und wahrscheinlich mehr als 10 Jahre zurück habe ich mich richtig sehr interessiert für Vitalpilzen, weil ich habe gehört, zum Beispiel die Elitetruppen in England benutzen schon Cordyceps, etwa bis 10% mehr Ausdauer und Erhöhungsfähigkeit. Und dann habe ich entdeckt Mykotherapie und umso mehr habe ich erfahren über das Potenzial für therapeutische Anwendungen von medizinischen Pilzen, umso mehr wurde ich richtig begeistert. Und mit der anderen Gründer von Mykoverse, Marc Stüttler, haben wir uns gesagt, wir müssen dieses Wissen mit einer starken wissenschaftlichen Basis an das Publikum bringen, damit die Leute und auch insbesondere viele Ärzte zurzeit interessieren sich sehr viel für Vitalpilzen, weil das Potenzial für Heilung von vielen Krankheiten und beide physisch, aber auch geistig können extrem wirksam sein für die Menschen. Wo hast du die Liebe für die Pilze entdeckt?
Wo war das? Ich bin aufs Land aufgewachsen und so ich habe eine Verbindung mit der Natur. Aber ich finde, dass also die Literatur, aber auch mein Kontakt mit Pilzen haben mich richtig begeistert, weil wir verstehen hier, es geht um ein anderes Genre als Pflanzen. Also die Pilzen sind am ersten auf die Erde gekommen durch die Lichens und alles. Also die sind seit 1,5 Millionen Jahren auf die Erde und das beweist, dass sie wissen viel. Also die sind Teil unseres Ökosystems und ich würde sagen, die Botschaft von Pilzen ist, dass alles kann in Harmonie blühen und leben. Und ich glaube, dass das ist die Wirkung zurzeit, dass wir Menschen beobachten mit die Halluzinogenen oder magischen Pilzen, ist, dass es bringt die Menschen wieder in Harmonie mit sich selber, aber auch mit der Natur. Und ich glaube, die haben eine spezielle Rolle zurzeit für die Menschheit. Ja, erstmal tun die auch viel für die Erde und für den Boden. Und dann auch reinigen, ja. Kann man denn über die Pilze auch sich selber reinigen und gesund werden? Tatsächlich, also es gibt zum Beispiel Pilzen, das man kann nehmen für Reinigung, zum Beispiel für schwere Metalle auszuweisen, aber auch um das Immunsystem zu stärken. Aber im Grunde genommen, ich merke, die Wirkungen von Pilzen ist richtig wieder Menschen im Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, dass wir alle funktionsfähig sind und mental, aber physisch. Und auch zum Beispiel für die Behandlung von schwerer Krankheit, die können sehr komplementär sein für die Chemieindustrie und beseitigen zum Beispiel Nebenwirkungen beim Behandlung, zum Beispiel in Chemotherapie, aber grundsätzlich, die haben unglaubliche Fähigkeit therapeutischer Anwendungen. Ich würde zum Beispiel ein Beispiel mit Reishi nehmen. Reishi, es wurde identifiziert etwa 300 Aktivmoleküle und davon 130 haben ein therapeutisches Potenzial. Also es geht richtig um eine natürliche, ich würde sagen, Pharmazie. Das ist für mich sogenannte Superadaptogen. Und es gibt schon viele Forschungen und Recherchen auf die Welt. Wir müssen diese Recherchen mit starken Kriterien an auch die Ärzte und die medizinischen Berufe bringen, weil es ist richtig wunderbar, was sie können machen, eben zum Detoxifieren zum Beispiel. Ich habe als Kind gelernt, Fliegenpilze sind giftig. Tatsächlich in großer Menge, aber man kann auch, ich glaube, 6 Liter Wasser auch giftig sein. Also das ist Paracelsus, hat er gesagt, also die Menge macht der Gift, oder? Und ich glaube, in dem Bereich, man seit ein paar Jahren hat entdeckt, dass eigentlich zum Beispiel Mikrodosing mit Fliegenpilz kann unheimlich gute Wirkungen haben auf Menschen, zum Beispiel auch in Behandlung von Krankheiten wie Epilepsie oder auch, ich glaube, für Parkinson es gibt großes Potenzial, weil zum Beispiel der Muskimol, eine aktive Molekül innerhalb der Fliegenpilz, wirkt auf die GABA-Rezeptoren und das beruhigt Menschen. Also das ist nur ein Teil von diesen Wirkungen von dieser Pilz, aber ich glaube, es stammt aus diesen Zeiten, wo die Hexen wurden gejagt und so. Aber die Idee ist, dass wir nicht uns interessieren an dieser Pilz, weil er ist extrem stark. Und ich glaube, die Anwendungen gehen nicht nur zum Essen oder man kann auch zum Beispiel kosmetische Creme machen. Und das kann die Behandlung von Osteoporosis zum Beispiel helfen. Also, aber wir brauchen dafür die Protokolle, die Forschung, damit die meisten Leute auch daran glauben. Und dann es wird sofort eine große... Arbeitet ihr mit der Forschung zusammen? Wir haben Kontakt mit der Klinik oder Ärzte, die wollen Forschung machen und tatsächlich mit Fliegenpilz und auch in der Schweiz. Also ich glaube, das wäre für uns vorteilhaft, weil wir können beweisen mit den besten Ärzten, dass es gibt extrem interessant. Wir haben mal in einem Hotel gewohnt, dort war eine Polin beschäftigt und die sammelte regelmäßig Fliegenpilze und sagte, die Fliegenpilze würde sie trocknen, die hat so einen bestimmten Prozess gemacht und sie sagt, seitdem sie einmal im Jahr eine Fliegenpilzkur macht, hätte sie nichts.
es würde ihr gut gehen. Dann haben wir Heiler und Freunde in Griechenland, die essen auch regelmäßig Pilze und berichten Ähnliches. Gibt es noch etwas ganz Besonderes, was du zum Thema Gesundheit und Fliegenpilze oder auch andere Pilze noch sagen kannst, was euch aufgefallen ist, was den Zuschauer interessieren muss? Also ich möchte eine Kombination von all deinen Fragen, weil apropos giftig, ich war gerade letzte Woche in Estonien und ich habe jemanden getroffen, er hatte genau an diesem Tag 7 Gramm von Fliegenpilz geschluckt. Und normalerweise, du solltest im Krankenhaus schon sein oder so. Aber das heißt, wenn du regelmäßig schon Fliegenpilz, dein Körper wird sich mit der Zeit sich gewöhnen an dieser Pilz und der Pilz wird umso wirksamer und sänftiger werden. Und ich glaube, was wir verstehen beim Vergiftung ist eigentlich, wurde von einem der Spezialisten, einem Russen, Mikhail Wischnewski, mir erklärt, er ist richtig einer der besten Mykologisten über diesen Pilz. Und er erklärt, dass es stimuliert das Nervus Central System, also auf Deutsch, ja genau, und extrem. Deswegen, unser Organismus kann nur einen kleinen Teil von dieser hypotonische Sauer. Der ist verantwortlich für diese große, man kann zum Beispiel schwitzen, aber wenn man vergleicht, eine große Menge von Fliegenpilz ist gleich eine große Menge von Alkohol. Wir beobachten fast die gleichen Wirkungen. So, das heißt, es ist nur eine Frage von welcher Menge und das muss angepasst je nach Diagnostik von Menschen. Aber das Potenzial ist riesig. Das ist sicherlich individuell verschieden. Und das ist schwierig dann festzulegen. Also muss man vielleicht austesten. Es gibt ja Leute, die sowas können. Du hast auch mal so eine Geschichte, meine ich, mir erzählt von Brasilien und Pilze. Es kann gut sein, es gibt einen Pilz dort, der heißt Cogumelo del Sol, also Mushroom of the Sun, also tatsächlich Agaricus blaseil muril. Und ich glaube, das war vor 50 Jahren, ist ein Forscher aus Japan. Und in Japan, sie haben schon eine etablierte Kultur mit Vitalpilzen. Die wissen davon durch Reishi und die Anwendungen. Und in einem kleinen Dorf in der Nähe von Sao Paulo wurde entdeckt, dass keine Menschen dort wurde krank. Also kein Krebs, keine große Krankheit und so. Und er hat sich interessiert, was war der Ursache dafür. Und er hat gemerkt, dass die haben tatsächlich jeden Tag das Gehör dieser Pilz konsumiert. Und tatsächlich, heutzutage wissen wir, dass er enthält die größte Anteil von Beta-Glucans. Und Beta-Glucans sind extrem wichtig für die Bekämpfung von Krankheit, auch im Bereich von Krebstherapie. Also die sind stark studiert wegen dieser Aspekte und die natürlich stärken unser Immunsystem. Aber was noch dazu, die sind für Gastronomie sehr lecker. Also die haben diesen Mandelgeschmack. Also in die Zukunft, ich kann mich vorstellen, wir werden sogar Eis mit Mandelpilz haben, mit einem guten Geschmack. Also Leute, die Allergie mit Mandel haben, können wieder Mandelgeschmack haben. Ja, wunderbar. Braucht man nicht nur Marzipan zu essen. Ne? Was ist die zentrale Vision der Mycoverse Foundation? Beim Mycoverse, wir wollen richtig die Bedeutung von das ganze System von Pilz in unserem Ökosystem. Das heißt, wir müssen als Menschen wieder lernen, der Belang von Pilzen nicht nur für uns als potenzielle therapeutische Nahrungsmittel, aber auch wie wir können zum Beispiel in die Zukunft Wasser befiltern mit Mycelium von Pilzen. Also das Potenzial von Pilzen in verschiedenen Industrien ist riesig und insbesondere in den Bereich von Landwirtschaft, weil wenn ein Boden also nicht mehr wie sagt man, fertil, also ein bisschen tot ist, man weiß nicht, wie kann man das sauber machen. Eigentlich der einzige Weg ist durch wieder ein Mycelium im Boden zu schaffen und dann können wir wieder pflanzen. Und das Potenzial zum Beispiel in Ländern, wo es ist sehr heiß in der Wüste, wir waren in Marokko dort, zum sehen, wie wir könnten dort in Landwirtschaft die
Bau, die Landwirtschaft mit Pilzen, weil was ist auch interessant, wir benötigen kaum Wasser, um Pilzen zu züchten. Und das ist im Vergleich zu anderen Gemüse und natürlich Fleisch, das ist ein Riesenunterschied, weil Wasser wird immer mehr selten und köstlich und wir brauchen neue Lösungen. Und die Pilzen sind auch super Nahrungsmittel. Also es gibt viele praktische Bereiche, wo wir wollen eigentlich, wir wollen Forschung machen, wir wollen richtig die Ärzte in Mykotherapie bilden und auch rechtlich verteidigen, der Zugriff von das Publikum. Beide an gute Informationen über Pilzen, deswegen wollen wir eine digitale Bibliothek online schaffen, aber auch qualitätsmäßig, dass auch die Ärzte sich verlassen können auf einen bestimmten Standard beim europäischen Zusatzstoff mit Pilzen. Okay, vielen Dank. Was ist dir persönlich zum Thema noch wichtig zu sagen? Ich glaube, meine Verbindung mit Pilzen hilft mir, etwas Positives an die Menschen zu bringen. Und ich glaube, ich merke, wie begeistert die Menschen werden, wenn sie dieses Thema über Pilzen entdecken. Also es ist ansteckend und ich glaube, jeder von uns hat direkt schon Interaktion mit Pilzen gehabt. Aber wir wissen nicht alle, dass es gibt viel mehr darüber zu erfahren. Und ich bin als Anwalt immer gewohnt, richtig in der Tiefe zu gehen. Und umso tiefer gehe ich über mein Wissen über Pilzen, umso weniger ich weiß, weil es ist so extrem, es gibt in so verschiedene Richtungen, wo kann man etwas lernen davon. Also es ist, und das hat mich auch intellektuell fasziniert und deswegen ich möchte dieses Wissen auch verdaulich machen für das Publikum und durch die Stiftung wir können das genau machen. Ja, über die Natur können wir ja alle viel lernen, ne? Das kann man schon sagen und da bin ich schon bei dir. Uns verbindet ja das Thema Natur. Was hast du für Erlebnisse oder was hast du für Beobachtungen gemacht, wenn du dich mit der Natur beschäftigt hast? Ich lebe ja mitten in der Natur und das ist fast ein kleines Wunder, weil ich habe eine Prägung, ich bin ein Stadtkind gewesen. Ja. Ich habe immer in großen Städten gelebt. Ich habe auch mehrere Jahre in New York City, in Manhattan gelebt. Und es war völlig undenkbar, einmal aufs Land zu ziehen. Das hatte ich noch nie erfüllt, das kannte ich nicht und das war für mich undenkbar. Aber dann hatte ich ein Erlebnis und zwar mit dir, liebe Heike, vor 30 Jahren. Du hast mich ja geführt in ein Bewusstseinstraining und hast mir auch die Initiation gegeben damals. Und da hatte ich eine Vision, die ich mir damals nicht erklären konnte. Ich habe damals in Köln gelebt. Ist ja auch keine kleine Stadt, auch wuselig, viele Menschen. Und ich habe damals eine Vision gehabt. Es gibt doch diese Serie, Unsere kleine Farm, Little House in the Prairie. Und am Anfang, Michael Landon und diese Mädchen, da sieht man diese Wiesen und diese Mädchen laufen barfuß in so karierten Kleidern da draußen rum und sind glücklich. Und ich dachte, und habe ich mich gesehen. Ich habe mich gesehen, barfuß in einem karierten, so ein Bauernkleid. Da waren Terrakottafliesen, das weiß ich noch ganz genau. Die Sonne schien durchs Fenster, es war ein Bauernhaus und ich habe auch meinen Mann gesehen. Und damals hatte ich keinen Bezug zu Kindern. Ich war auch Single. Ich lebte mitten in der Stadt und ich dachte, oh, interessant. Und du wirst es nicht glauben. Ich lebe jetzt genau so. Ich lebe so. Und das ist ursprünglich aus der Initiation entstanden? Ja, das ist entstanden aus dem Resurfacing, aus dem Wiederauftauchen. Ja, hat nichts mit zu tun, hast du selber geschafft. Ich habe diese Bilder empfangen. Ja. Ich glaube, es hieß damals, wo siehst du dich in 10 Jahren, wo siehst du dich in 20 Jahren und so weiter. Und da kam das. Okay, wunderbar. Schöne Erinnerung. Aha. Ich habe das völlig vergessen. Also ist alles viel passiert in der Zwischenzeit. Hast du denn auch schon mal was wahrgenommen in der Natur, wenn du heute in der Natur lebst? Oder irgendwelche Besonderheiten durch Pflanzen? Ich liebe ja auch Kräuter. Mhm. Ich suche jeden Tag und sammle Wildkräuter. Und ich esse die oder mache die in Smoothie oder mache Salat. Ich liebe Bäume und ich gehe viel barfuß. Mhm. Und ich weiß, dass das ganz wichtig ist für mich, dass ich in meine Kraft komme.
Ich habe noch nichts mit meinen Augen gesehen, aber ich bedanke mich bei jedem Kräutlein, was ich pflücke. Und wenn ich an große Pflanzen komme, also Bäume, dann weiß ich, dann spüre ich, dass da mehr ist als das, was meine Augen sehen, sagen wir es mal so. Und dass ich auch eintauchen kann in dieses morphogenetische Feld und dass sie mich auch spüren und auch die Tiere. Wir haben ein großes Grundstück, groß mit eigenem Wald, und da kommen immer wieder Tiere, die ich vorher nie gesehen habe. Also mal am Straßenrand, da kommt mal ein Rehböckchen mit seiner Frau und schaut rein, wirklich, das ist so zauberhaft. Und dann kommt immer wieder ein Fuchs, ganz nah läuft da vorbei und guckt rein. Und ich weiß, dass die mich sehen und die sehen auch unsere Hunde und dann gehen die weiter. Das ist magisch, weil wenn du in der Stadt lebst, kennst du sowas nicht. Ja, wir haben auch damals mal eine schöne Übung gemacht. Und zwar sind wir in einen Baumkreis gegangen und jeder hat dann beschlossen, sich einen Baum auszusuchen und mal zu fragen, was für eine Botschaft hast du für mich? Erst habe ich gedacht, was soll dabei rauskommen? Aber wir haben es dann einfach mal gemacht. Und ich habe mir dann einen Baum ausgesucht, habe den umarmt und habe dann innerlich gefragt, wieso bekomme ich all diese Informationen, zum Beispiel für meine Bücher, für meine Filme, wieso? Und dann sagte der Baum, so spürte ich das, du kannst zuhören. Das war alles. Boah, und da habe ich aber eine Gänsehaut bekommen, denn das mache ich wirklich gerne. Deswegen mache ich auch diesen Job, weil ich gerne zuhöre, weil jeder für mich eine Botschaft hat und von jedem kann ich lernen und kann es dann wieder weitergeben an unsere Zuschauer. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass du hier bist. Ja? Du hast also etwas ganz Besonderes eigentlich über all die Jahre geschaffen. Du hast dein Leben kreiert. Ich habe mein Leben kreiert. Wir haben ja schon ein Gespräch geführt und da habe ich dir gesagt, dass mein Leben sich an einem bestimmten Punkt nicht mehr stimmig angefühlt hat, weil ich mich selbst nicht mehr spüren konnte. Mhm. Mein Leben hat sich also wirklich in einem langsamen Strudel nach unten bewegt. Ich hatte diese diversen Abhängigkeiten und Zwänge und es war so schlimm, Heike. Wenn ich in einem Hotel war, habe ich mich nicht getraut, in die Lobby zu gehen, weil ich da Menschen treffe. Das war so extrem. Und das wollte ich ändern. Ich wollte mich befreien. Es war also wirklich eine Befreiung in jeglicher Hinsicht. Und weil wir gerade bei den Bäumen waren, mir ist da noch was eingefallen. Ich habe ja diese Fühlübungen gelernt, diese Feel-Its. Mhm. Dass du dich also mit einem Baum verbindest und ihn nur fühlst. Du siehst, aber du fühlst ihn auch. Und wenn du fühlst, dann denkst du nicht. Und das ist die Vorstufe zum Menschen wahrnehmen. Wenn du also einen Menschen fühlst, so wie ich dich jetzt, dann denke ich nicht. Und das ist das Geheimnis von Neutralität. Das war immer mein Ziel. Heitere Gelassenheit und eine gewisse Neutralität zu kreieren. Das ist eine ganz andere Qualität, als sofort zu reflektieren. Ah, der hat das, die macht das, der ist so, die ist so. Also und das bringt so einen Frieden. Und das verbindet dich dann auch wieder mit der Natur, weil wir sind ja alle eins. Weißt du, was ich meine? Was verbindest du mit Nächstenliebe? Ja, genau dieses Thema. Nächstenliebe ist eine Qualität, die angelegt worden ist in uns und die aber bei vielen verschüttet ist, weil sie wütend sind, weil sie ärgerlich sind, weil sie was auch immer da drüber gelegt haben, drüber gedeckt. Für mich ist Nächstenliebe, bedeutet es, dass ich im Service to others Menschen zu helfen und zu dienen. Ja. Das berührt mich. So eine Genugtuung ist nicht das richtige Wort, da ist eine Bewertung drauf. So eine Liebe wahrnehme. Weißt du, diese hohe Frequenz, etwas zu geben, ohne zu erwarten, ohne etwas bekommen zu ohne wollen. diese Erwartungshaltung. Okay. Das ist Nächstenliebe. Sehr schön. Und wie wichtig ist die Vergebung? Die ist so heilsam,
Und so wichtig, ich habe meinem Vater vergeben, nachdem ich von einem Kurs zurückkam, den hatte ich 27 Jahre nicht gesehen und ich wollte ihn auch nicht sehen. Und dann habe ich ihn angerufen. Ich habe seine Nummer herausgefunden und habe gesagt, Papi, hier ist deine Tochter. Frag nicht warum, ich denke, es ist Zeit. Oh, wie schön. Ja, und ich habe ihm in Liebe vergeben. Weil ich habe meine Eltern, meine Mutter war 18, als ich zur Welt kam. Ich habe immer gedacht, die waren so böse mit mir, aber ich habe dann erkannt, sie haben ihr Bestes gegeben. Es ging nicht besser, das war alles. Meine Kindheit war nicht einfach, ich war auch im Heim. Die waren so überfordert mit der ganzen Situation, dass sie zuerst mit sich klarkommen mussten und ihre Kinder, die hatten da keinen Platz, so war das. Okay. Hast du je das Gefühl gehabt, geführt zu sein? Ja. Das Wahrnehmen so einer Führung. Ich bin ja immer der Meinung, dass das Göttliche auch in uns ist, weißt du, dass ich das nicht irgendwo suchen muss, also dass ich da nicht nach oben gehen muss, so mache ich das, sondern dass ich es auch in mir wahrnehme. Und göttliche Führung, die Verbindung nimmt ja jeder im Gebet auf. Und ich mache das auch manchmal vorm Schlafengehen. Ich mache auch solche Sachen, dass ich mir etwas auf einen Zettel schiebe und den so ganz altmodisch unter das Kopfkissen stecke. Also sowas. Und dann, es ist ja einfach nur ein Ritual, etwas loszulassen, um dann die göttliche Führung zu erkennen und wahrzunehmen. Was ist für dich Selbstfindung? Selbstfindung. Selbstfindung ist für mich, wenn ich mich wieder spüre, wenn ich mich geerdet fühle, wenn mein Atem ruhig ist und wenn ich weiß, mir kann nichts passieren, es ist alles okay. Ich bin okay, du bist okay und alles kommt. Ein schöner Übergang bis rüber zum Uwe. Und ich sammle eigentlich die einzelnen Informationen später für den Oleg. Uwe, du bist Bewusstseinsforscher. Was heißt das? Und was hast du dir zur Aufgabe gemacht? Ja, Bewusstseinsforscher ist erstmal, was ist bewusstes Sein? Es ist ja auch drin, ich bin mir bewusst, dass ich bin. Dieses Ich bin mir bewusst, dass ich existiere auch. Und dahinter oder darunter oder da tiefer hinter ist noch etwas, was wir vielleicht so als das Göttliche bezeichnen, weil das ist so dieses Alles. Und doch habe ich festgestellt in eigenen Wahrnehmungen, dass dieses Göttliche, dieses Es ist. Es ist erstmal wertfrei. Und daraus entwickelt sich dann, wenn wir zeitlich das sehen wollen, immer mehr dieses Ich bin. Ich erkenne mich, erkenne dich selbst. Und das ist so diese individuelle Göttlichkeit, die in uns immer mehr jetzt wieder aufscheint, möchte ich mal sagen. Wie sieht der Weg in die Selbstverwirklichung aus? Das Selbst ist ja für mich dieses innerste Göttliche, dieses innerste Selbst. Erkenne dich selbst, steht ja so über allem. Und für mich jedenfalls. Und wenn wir uns wieder selbst erkennen, dann erkenne ich auch dieses innere Lebendige in mir besser. Und dieses innerste Lebendige ist ja auch das, was ich wirklich leben kann. Weil alles andere ist ja etwas, was ich von außen vielleicht übernommen habe oder was ich aus bestimmten Erfahrungen heraus, die auch nicht immer gut waren, also gefühlt traumatische Dinge, dann dieses verzerrt. Und es geht aber jetzt wieder darum, dass wir wirklich dieses innerste Lebendige uns wieder erlauben, weil sonst, wenn ich dieses Lebendige in mir unterdrücke, um so zu sein, wie man so sein soll, dann nehme ich mir ja dieses Leben. Also ich beraube mich dem dann. Es ist eine spezielle Zeit, das wissen wir heute alle, in der wir gerade leben. Was kannst du den Suchenden in deinen Vorträgen und Seminaren geben? Erkenne dich selbst.
Das ist genau dies, wieder dieses Innerste. Ich zeige ja immer Richtung Herz. Für mich ist so, wenn wir verorten wollen, wo dieses Innerste selbst ist, dann würde ich sagen, so vom Gefühl her Richtung innerstes Herz. Wir haben darüber noch so Schichten, wie den Brustkorb ja auch. Das wird auch geschützt, aber wenn wir noch so tiefer reingehen, dann ist da so ein Etwas, was vielleicht auch Sinusknotenpunkt für den Verstand oder 5. Herzkammer genannt wird, dann ist da etwas, was so ein göttlicher Impuls anscheinend, oder für mich ist das so. Und dann können wir da auch von innen her wieder die nächsten Schritte erkennen, spüren, wahrnehmen. Nicht so sehr vom Kopf, das macht man so. Okay. Wie findet man zu sich und zu seiner wahren Bestimmung? Gibt es eine Art Fahrplan? Ja, ich glaube, da hat jeder Mensch seinen eigenen Fahrplan und der wird dann auch nicht vom Kopf her abgefahren, sondern der wird natürlich von deinem Innersten geleitet und dann begegnet dir natürlich im Außen auch etwas, was dich immer wieder hinführt zu diesem eigentlichen Selbst. Und wenn man zu weit davon wegkommt, dann gibt es auch mal einen Stupser und irgendwann auch mal einen kräftigeren Stupser, dass man wieder in diese Richtung kommt. Aber nur, weil wir uns auch vorher, also ich rede auch jetzt mal so vor der sogenannten Inkarnation, darauf geeinigt haben, mit diesem höheren Sein von uns selbst, wenn ich zu sehr abkomme, dann bitte gib mir wieder die Richtung. Was hat dich denn eigentlich auf den Weg gebracht, Bewusstseinsforscher zu sein? Gab es irgendwo einen Auslöser? Der Auslöser war, glaube ich, als Kind, schon als kleinstes Kind. Ich kann mich erinnern, da war ich noch in so einem Laufding drin, wo man läuft und mit so Rädern, ne? Ja. Mit aus Holz. Heute werden die wahrscheinlich aus Plastik sein, Kunststoff. Und ich war da drin und ich merkte, Mensch, was ist das hier? Hallo, ich will laufen. Ich fühlte also dieses, was jetzt war, spürte aber diese Zukunft schon, dieses, was alles kommt, aber auch so, was war. Es war wirklich alles so in mir als Kind, als kleinstes Kind. Und das war eigentlich so dieses, wo ich mich auch wieder erinnerte, dass alles schon da ist. Dieses innerste Lebendige ist schon in uns. Und dieses angebliche Kind brachte alles schon mit, war schon in sich bewusst und hat nachher erst alles wieder vergessen. Durch die verschiedensten, ja, nicht nur jetzt Kindergarten, Schule, alles mögliche. Hast du immer schon gewusst, welche Aufgaben du in deinem Leben erfüllen sollst? Als Kind irgendwie schon, als dieses kleinste Kind. Nachher dimmte das immer mehr weg. Und dann so vor 17 Jahren hat man mich dann mal gefragt, ob ich gerne wieder mit in die höheren Dimensionen, mit meinem Bewusstsein mal rein möchte. Und mal so ein bisschen den Blick von, ich sag mal, über den Tellerrand und so ein bisschen mehr von aus der Vogelperspektive das größere Bild sehen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat man mir gesagt, bist du dir sicher? Okay. Weil sich dein Leben ändern wird. Weil wenn du ein anderes Bewusstsein hast, dann wirst du nicht mehr in dem Kontext unterwegs sein, wie du das kennst. Da musst du bereit sein, dass auch in dir wirklich und um dich herum eine neue Wirklichkeit entsteht. Weil dein Bewusstsein erzeugt Wirklichkeit, lieber Uwe. Und wenn du ein anderes Bewusstsein hast, dann erzeugst du eine andere Wirklichkeit. Okay, wohin geht die Reise mit den Menschen? Ja, in etwas ganz Neues, würde ich jetzt mal sagen. Also auf den ersten, ja, wenn man das so übersetzen will, in eine neue Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die auch immer mehr aus uns selbst heraus kreiert wird. Weil wir sind ja Schöpferwesen, so wie es mir gezeigt wird. Und Bewusstsein, dieses Bewusstsein, was wir sind, ist ja nun mal diese göttliche Wirklichkeit. Da wird wieder ein Helikopter gebaut. Ich hoffe, der wird schnell fertig. Und diese Wirklichkeit, die in uns ist, erzeugt ja auch immer mehr dann dieses Neue. Und das wird uns noch einiges Interessantes bieten. Müssen wir eigentlich diesen Körper verlassen, um die Dinge, die auf der Erde passieren, zu verstehen? Nein, würde ich nicht sagen. Wieso? Wir können auch in höhere Dimensionen rein, weil wir sind höhere Dimensionen und können dadurch das Ganze auch von außen sozusagen besser
einschätzen und überblicken, wie das Ganze zusammenhängt. Also wir sind jetzt nur sehr konzentriert im Bewusstsein auf einen Punkt. Und den nennen wir auch die lineare Zeit und die Perspektive. Also wenn wir schauen, ich habe das vorhin schon erwähnt, wir hatten ja schon vorher noch ein Gespräch, wenn wir jetzt schauen mit unserem Bewusstsein und wir stehen auf parallel laufenden Bahngleisen und die bleiben parallel, irgendwo laufen die ja hinten zusammen. Warum? Das ist ja nicht echt. Wir haben ein Bewusstsein, das sehr zentriert ist auf einen Punkt. Und deswegen erleben wir auch diese lineare Zeit. Jetzt ist das schon wieder vorbei. Ne? Also was ist jetzt? Und in den höheren Dimensionen kannst du diesen, ich sage mir jetzt so ganz vereinfacht, diesen perspektivischen Punkt, also wo alles null ist, ausdehnen über Raum und Zeit. Und dann kannst du viel mehr wahrnehmen, spüren, wie hängt alles zusammen. Ja. Was bedeutet für dich das ewige Leben? Das haben wir. Wir sind ewiges Leben, weil wir sind göttliches, bewusstes Sein und das kann ja nicht vergehen. Das war schon immer da und wird immer da sein. Gibt es für dich unterschiedliche Wahrheiten? Nein, es gibt nur eine Wahrheit, es gibt verschiedene Perspektiven. Also es gibt dieses göttliche Allsein und dann kannst du in diesem Allsein aus verschiedenen Perspektiven oder du kannst in Resonanz gehen mit bestimmten Bewusstseinsinhalten, die dann für dich interessant sind. Ne? Was prägt unser Leben, wenn wir immer wieder geboren werden und ist das am Ende das ewige Leben? Also dieses immerwährende Wiedergeborenwerden, würde ich mal sagen, ist auf eine Art fast schon eine Illusion, weil das alles gleichzeitig läuft. Es gibt im Göttlichen nicht dieses Lineare, sondern es ist da und wir kennen ja auch die Theorie der verschiedenen Zeitlinien, wir kennen die sogenannten vergangenen Leben, die zukünftigen Leben und so weiter. Und fürs Göttliche ist das mal ein großes Potenzial und unsere höheren Bewusstseine können dann darin schauen, worauf möchte ich mich jetzt gerade konzentrieren, wo möchte ich mit in Resonanz gehen, wie beim Radio, wo stelle ich gerade den Sender ein und das empfange ich dann jetzt gerade. Aber ich kann auch den Sender woanders einstellen. Auf eine andere Frequenz, sagen wir mal. Okay. Wenn man es nicht bewusst macht, macht man dann unbewusst. Ne? Und dann kommt man vielleicht auf einen Sender, den man gar nicht will. Ne? Das kann passieren. Ja. Was ist dir zum Schluss noch wichtig zu sagen? Wir alle sind jetzt wieder in dem, ich möchte mal sagen, in diesem, wir nennen das ja Aufwachprozess, weil das ist ja schon da. Wir sind ja schon dieses Bewusstsein, dieses ewige Göttliche, für mich jedenfalls. Und wir erinnern uns jetzt einfach wieder daran, dass wir da ein Tool in uns haben, mit dem wir schöpfen können. Und das ist dieses Schöpfungsbewusstsein und damit können wir auch dieses ewige Rad, was da immer wieder vor uns abläuft, aufmachen und dann wird da nicht mehr dieses immer wieder vor dir neu aus dir selbst erschaffene, weil du hast einen bestimmten ein Glaubenssystem und dieses Glaubenssystem erschafft ja immer wieder dieses, was dir begegnet. Also ich strahle eine Wirkung aus, auch aus dem Unterbewusstsein, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, und diese Wirkung erzeugt eine Wirklichkeit und die Wirklichkeit kondensiert zur Realität, die mir dann begegnet. Und der Mensch, der darüber Bescheid weiß, der fragt sich dann, warum begegnet mir das? Warum ist der Nachbar jetzt komisch zu mir? Warum ist meine Mutter, warum ist und dies und jenes? Warum habe ich jenes erfahren? Und dann können wir da reingehen und schauen, warum habe ich das erzeugt? Letztendlich ist der andere ja der Spiegel, genau. Mehr nicht. Und an dem können wir dann lernen. Genau. Oder auch nicht. Ich danke dir. Sehr gerne. So, jetzt bin ich beim Oleg. Oleg, du hast eine Revi-Fotografie entwickelt. Wofür steht die Revi-Fotografie? Revi heißt Regeneration, Vitalität. Aber was wird entwickelt? Kann man schon fast sagen, fast zufällig entstanden. Also ich beschäftige mich mit Fotografie schon sehr, sehr lange, aber damals, ich komme aus der Sowjetunion, aus Kiew, Ukraine, und habe ich dann mein eigenes kleines Studio schon entwickelt damals und Schwarz-Weiß-Fotografie gemacht. Aber Fotografie damals war so, Technik war nicht so gut zum Beispiel, deswegen habe ich dann gedacht, okay, irgendwann erstmal nicht so
nicht so gute Qualität, wie ich mir vorstelle. Und in Deutschland habe ich dann irgendwann gemerkt, oh, es gibt bessere Technik, bessere Möglichkeiten und dann aber trotzdem Qualität war nicht so gut, so wie ich dachte. Und irgendwann kommt so ein Punkt, rein zufällig kann man sagen, ja, weil ich muss zum Beispiel meine Produkte, ich bin selber Unternehmer, Entwickler, ich habe mehrere Patente angemeldet und so. Und diese weltweit einmalige Produkte, zum Beispiel 3D-Schach oder Skateboard, Reviboard, ja, oder Revitala wird weltweit alle so sehr erfolgreich verkauft. Musikseminar. Musikseminare und so weiter. Für meine eigenen Produkte und meine eigenen Schulen zum Beispiel habe ich gedacht, mache ich jetzt Produktfotografie. Zuerst habe ich mal mit Profifotografen gearbeitet und diese Profifotografen haben so armselige Bilder abgeliefert, so überbelichtet, also seelenlos und so weiter. Und dafür habe ich sehr viel Geld bezahlt. Und dann habe ich gedacht, stopp, das ist nicht meine Qualität. Und habe dann eine Kamera genommen von Sony. Das ist nicht so teuer erstmal, aber ich habe Fotos gemacht auf meine Art und Weise. Und es war in 3D praktisch. Aber so Effekt war so groß, dass unser Umsatz sofort verdreifacht. Nur allein von Fotos. Menschen haben gesehen, haben gesagt, und dann haben interessant. Und dann habe ich gesagt, vielleicht kann man noch bessere Kamera nehmen. Und so. Und dann dementsprechend habe ich angefangen, nun gut, wenn ich Produktfotografie mache, mache ich jetzt mal Fotos für mich, weil ich bin immer schon Foto interessiert, aber Fotos oder Kunst, das ist eine Geschmackssache. Das heißt, deswegen, so kann man sagen, intime Angelegenheit. Deswegen habe ich meine Fotos für mich gemacht und niemals irgendwo jemand gezeigt überhaupt. Weil ich dachte, das ist so mein Geschmack, so denke ich, so muss es sein. Aber ich muss parallel sagen, parallel habe ich natürlich an den Videos angeschaut, so Fotografie, was so Profifotografen, so weltberühmte Leute sagen und so. Und da habe ich gemerkt, komisch, ich sage immer Gegenteil, was ich denke. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ich bin Anfänger, also deswegen sage ich lieber nichts und so, ich muss noch lernen. Und dementsprechend, als ich dann Fotos gemacht habe, ich habe so gemacht, wie ich denke, was für mich richtig ist, was mich glücklich macht, sagen wir so. Aber ich beschäftige mich mit Informationen, Energieinformationen schon seit Ewigkeit, das heißt schon seit 45 Jahren. Also eigene tägliche Praxis habe ich und extreme Bedingungen. In Deutschland schon 35 Jahre. Und für mich, Information ist eine bestimmte Energiemenge, die unsere Sinne reizt. Nicht nur unsere Sinne, im Prinzip alles, komplett. Also das heißt, Energie ist alles und Information, kann man sagen, ist Energiemenge. Also wir leben in einer Informationsgesellschaft. Und diese Informationsflut, die täglich kommt, so gewaltig, dass man praktisch kann man Reizüberflutung schon erleben. Menschen allein deswegen schon leiden darunter. Also diese ganze Zivilisationskrankheiten, alles was da kommt, allein deswegen schon. Und diese Unfähigkeit mit Energiemenge, also mit Informationen praktisch umzugehen, wird immer mehr, immer schlimmer. Das heißt, in Schulen wird auch nicht beigebracht, wie man mit Informationen umgeht, sagen wir so. Wird einfach zugeschüttet. Am besten wie ein Roboter funktionieren. Deswegen diese Seelenaustreiben, systematische Seelenaustreiben, also was ist Seele? Für mich Seele bedeutet, ein Mensch ist Energie pur. Und ein Mensch eigene Energie verliert, eigene Persönlichkeit verliert und sich selber nicht mehr findet, sich selber nicht mehr versteht, eigene Gefühle nicht mehr versteht, dann verliert eine Persönlichkeit, also verliert alles, kann man sagen, stirbt, ja, tot. Also Roboter, ja. Und diese Roboter sehe ich jeden Tag. Und durch tägliche Praxis, weil Menschen kommen aus der ganzen Welt zu mir, habe ich gesehen, wie seelenlos das ist. Und habe gedacht, Liebe für mich an erster Stelle ist ein Wärmeaustausch, bedingungsloser Wärmeaustausch. Das geht über deine Bilder. Und dann habe ich gedacht, ich mache Bilder erstmal für mich, weil ich so denke, so wie ich denke. So. Und dann aber hat mich so stark verunsichert, diese offizielle Meinung. Weil so viele Profis sagen so und so. Und bei mir ist genau das Gegenteil. Ich sage, das, was sie sagen, das stimmt nicht. Ich werde anders machen. Ich werde so und so machen. Und so habe ich dann durch Beschäftigung mit Energieinformationen habe ich festgestellt, das heißt, aha, wie kann man zum Beispiel Menschen besser wahrnehmen, spüren, verstehen und so weiter. Und habe mein eigenes Energiesystem entwickelt, also eine Sprache mit eigener Grammatik und Alphabet. Und sogar wenn ich jetzt mit Unternehmern mache, zum Beispiel sehr viele Unternehmer berate ich aus, ich habe über 60.000 Kunden und über 1.500 Firmen, die ich berate, kleine, mittelständige, große Regierungen sogar berate ich. Ja. Und deswegen habe ich Test ausgedacht. Ich habe gedacht, vielleicht spiele ich, vielleicht habe ich was ausgedacht. Also deswegen, ich verlange von allen meinen zukünftigen Kunden Test. Sie müssen mich testen. Also ohne Test funktioniert nicht. Kostenlos und verbindlich, aber wenn ich den Test bestehe, Sie müssen mich testen und dann, wenn ich Test bestehe, dann reden wir überhaupt. So entsteht einfach erstmal Verständnis, Vertrauen und so weiter. Und so auf diese Art und Weise, diese ganze Energiesprache, habe ich dann in Fotografie umgesetzt. Ich habe gedacht, wie kann man zum Beispiel Fotos so machen, dass man Seele entspricht. Also, weil Mensch reagiert sehr stark auf Kontraste zum Beispiel. Also je mehr Kontraste, umso mehr Informationen, umso mehr Mensch gezwungen, mit Informationen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel Menschen, die, sagen wir mal, so schwer depressiv sind, die sehen diese ganze Welt grau oder schwarz sogar.
Und so, das heißt, so generell, wenn Mensch degeneriert oder mehr, sagen wir mal so, zurück sich zieht, ja, er will von dieser Welt nicht mehr sehen, wird alles grau. Also, das heißt, und deswegen gedacht, aha, was wäre, wenn umgekehrt ist? Mehr Information, also mehr Kontraste, mehr Farbe. Vielleicht, Mensch wird einfach wird lebendiger, sag ich mal so. Ja? Ich habe das an mir selber gesehen und ich habe nie gedacht, dass ich meine eigenen Bilder 20 Mal am Tag anschauen werde. Also, deswegen habe ich auch niemand erzählt, weil das ist schon ein Psychiatriefall. Weißt du? Ich mache ein Foto und dann 20 Mal am Tag eigene Bilder anschauen. So. Deswegen habe ich gesagt, lieber sage ich nicht. Also, und dann, was passiert und so, dann habe ich dann ein Seminar, also meine eigene Akademie, habe ich dann andere Fotos gezeigt, wir haben andere Geschichten gemacht. Und dann habe ich dann festgestellt, also das war das Foto reingerutscht, kann man sagen, weil ich habe dann gesucht in meine Ordner und dann Menschen gesagt, oh Moment, da ist auch irgendwelche Fotos. Ich dachte, nee, vergessen, das ist nicht so. Zeig mal. Er sagt, das ist nicht so stimmt, das ist andere Fotos. Nee, bitte zeig mal. Dann habe ich gezeigt und ich habe nicht gesagt, das ist von mir sogar. Und Menschen sagen, boah, das Gänsehaut, was ist das? Besondere Fotos, was ist da besonders? Und ich habe gesagt, und hier, und oh, das ist auch unglaublich und so, was ist das? Ich sage, nur das sind meine eigenen Fotos. So, und dann so, durch diesen Zufall praktisch, Menschen haben mich dann auf diese Idee gebracht, zeig mal mehr, was gibt's noch? Und so, dann habe ich gesagt, okay, ich habe nur Häuser fotografiert. Also im Prinzip sagen so langweilige Sachen. Aber durch Bearbeitung, Bildbearbeitung, muss man dazu sagen, was bei Bildbearbeitung? Für mich wichtig ist, keine Photoshop, keine künstliche Intelligenz, sondern original 1:1. Also ich verstärke nur zum Beispiel. Das, was Kamerasensoren sowieso schon aufnehmen, die sind hochsensibel, ja, nehmen alles auf. Ich muss nur diese Farben wiedergeben, zum Beispiel nur ein bisschen verstärkt. Mehr Kontrast, weniger Licht, mehr Schärfe, weniger Schärfe, fertig. Ja. Und dadurch entsteht mehr Bezug zur Realität, mehr Energieverbundenheit. Wenn man jetzt künstliche Intelligenz nimmt als Beispiel, dann ist alles künstlich. Das ist keine Verbindung zur Natur. Das ist nichts mehr echt. Also für die Seele unglaubwürdig, sag ich mal so. Und an dieser Stelle vielleicht muss man so sagen, das ist vergleichbar übrigens, wenn ein Mensch mit Herz und Seele versucht, eine Liebeserklärung jemandem zu machen. Dann wird es ganz anders machen als zum Beispiel künstliche Intelligenz. Ja? Weil künstliche Intelligenz, ich liebe dich, heirate mich. Also das wäre dann, was du dann sagst, ja, heirate ich sofort. Ja? Also das heißt, das ist ganz andere, das so viele Milliarden von Nuancen, die man alles so, man von Stimme, von Mensch, von Seele, von Energie raushört. Deswegen ist Liebe ist ein Wärmeaustausch. Und deswegen habe ich dann Gedanken gemacht, wie ist es erstmal mich selber glücklich machen. Und durch diese Zufall, die Menschen mich aufgefordert, Bilder zu zeigen, habe ich gesagt, aha, ich beschäftige mich mit dem Bewusstsein, Wahrnehmung und Kommunikation ist mein tägliches Thema. Ich habe gesagt, was wäre, wenn man Menschen mit bestimmter Denkweise ein bestimmtes Bild dafür kreieren. Zum Beispiel, ich habe eine eigene Fotoschule zum Beispiel. Ich muss dazu sagen, bei der Fotoschule habe ich gedacht, ich habe keine Ahnung von Fotografie, ich muss selber sehr viel lernen. Und dann habe ich dann Menschen aufgefordert, dass sie im Internet all mögliche Schulen, die es gibt, besuchen. Also bevor sie und so. Und die haben das ganz angeschaut und gesagt, aber deine Bilder sind komplett anders. Wir wollen bei dir lernen. Also okay, wenn das so ist, dann habe ich dann angefangen zu zeigen, was wäre, wenn sie ein Bild machen. Ich sage, guck mal, du hast ein Bild gemacht. Du hast natürlich ein Rohformat gemacht. Rohformat bedeutet alles grau. So, das ist so ein bisschen, braucht man Decoder dafür. Muss man dieses Bild wieder entwickeln, wieder neu machen. Und was wäre, wenn du dieses Bild nimmst und ein bisschen mehr Licht hier und hier ein bisschen weniger Schärfe und hier ein bisschen so. Und ich so, boah, das ist sofort Gänsehaut. Was hast du gemacht? Ich sage, guck mal, ich habe nur Millimeter für. Du siehst schon, du bist 1 Millimeter entfernt von deinem Glück, kann man sagen. Okay. Dann habe ich anderen Menschen gezeigt. Die so, boah, unglaublich, das passiert. So minimaler Aufwand. Warum ist das so passiert? Weil zu viel Information, zu wenig Information. Weißt du, wenn ein Bild durch künstliche Intelligenz oder Automatik gemacht, dann Reizüberflutung findet statt. Deswegen ist schon sofort taub. Also Seele ist schon so sensibel, Mensch so sensibel, er reagiert auf solche Sachen sofort. Und wenn man zum Beispiel umgekehrt macht, zu grau, Anführungszeichen, oder überbelichtet, Reizmangel, ja, seelenlos. Deswegen nicht oft, zum Beispiel, wenn Bilder mit nackter Ärsche gezeigt, die verkauft sich am besten zum Beispiel. Ja. Also ich muss sagen, ich sage immer wieder, das ist jetzt mittlerweile ein Klassiker. Wir haben zum Beispiel, ich bin neugierig und ich habe folgendes Test gemacht. Wir sind europaweit gefahren und alle möglichen bekannteste Galerien, die es gibt, besucht. Also schauen, was es gibt überhaupt auf dieser Welt. Und in Monaco zum Beispiel haben wir eine Galerie entdeckt, da zum Beispiel ein Bild wird verkauft für 500.000 Euro. Nackte Frau, so Bild 20 x 30 cm, nackte Frau mit Toilettenpapier umgewickelt. Ja. Also für 300.000. Aber ich habe gesagt, wenn Sie Toilettenpapier benutzt, Toilettenpapier umwickeln, wäre wahrscheinlich doppelt so viel wert, dieses Bild. Ja. Also das heißt, das ist nur ein Witz. Aber ich sehe diese Verkümmerung sehr stark.
durch ihre Reizüberflutung Menschen praktisch schon gewöhnt sind an diese Oberfläche, diese Automatik, künstliche Intelligenz und so. Ja? Und ich habe gedacht, es muss was sein, was Seele sofort anspricht, dass das mehr Information, also mehr Arbeit für Menschen bedeutet an der Stelle. Also mich spricht das ganz doll an, weil wenn du die Bilder anguckst, dann hast du auch manchmal das Gefühl, du bist im Rahmen einer Psychiatrie. Du guckst dir Bilder an und weißt nicht, von wem dieses Bild ist und weißt nicht, in welchem Zustand er sich befunden hat. Aber den Zustand, wenn du dich darauf einlässt auf dem Bild, der überträgt sich auf dich. Und wenn du dir dann die einzelnen Bilder anguckst, kannst du anschließend sagen, boah, jetzt verstehe ich warum. Weißt du warum? Ich verstehe das, warum. Ich habe erstmal auch nicht verstanden, warum passiert. Deswegen habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wenn so viele weltberühmte Menschen so Bilder zeigen, da bin ich im Kindergarten dagegen. Aber durch diese Selberforschung betreiben und selber weltweit recherchieren, habe ich festgestellt, es ist eine Mafia. Das heißt, im Prinzip so läuft das. Es wird gesagt, dieser Fotograf muss man pushen. Ja? Und dann gibt es einen Gutachter extra dafür und dann ganz Geld und so weiter. Und dann wird gesagt, hat er das und das, Ausstellung da, New York, London und so weiter gemacht. Also wird ein Name aufgebaut, aber Inhalte spielen keine Rolle. Also Menschen investieren praktisch als Geldwäscher, kann man schon fast sagen, ja, so in diesem Bild, damit er später bald Wert steigt. Und so Galerien sich gegenseitig praktisch unterstützen, verkaufen, so ein Netzwerk. Ja. So läuft das in Wirklichkeit. Das heißt, und deswegen für mich entscheidet es Gänsehaut. Hat Mensch diese Gänsehaut, ist glücklich, ja oder nein? Mich interessiert nicht, wie berühmt dieser Fotograf ist. Was er studiert, nicht studiert hat, interessiert mich gar nicht. Habe ich Gänsehaut? Bist du glücklich? Ja, super. Nein, dann ist nicht so. Das ist keine Kunst. So einfach ist das. Ja? Und das ganze Lügengebäude stürzt zusammen. Ja, Bilder, die bewirken ja bei jedem etwas, je nachdem, was es für Bilder sind. Und bei dir, ich finde das sehr interessant, weil du bringst immer Dinge auf den Markt, um die Seele anzusprechen, auf unterschiedliche Weise. Ob das nun das Klang-Musikseminar ist völlig egal, was du machst. Du hast immer eine ganz klare Ausrichtung, die du weitergeben möchtest, damit du den Menschen helfen können. Das muss man so sagen, das ist meine eigene Forschung, meine eigene Entwicklung. Also ich bin jetzt zum Beispiel 55, aber seit, sagen wir so, 10. Lebensjahr systematisch Tag und Nacht damit beschäftigt. Also als ich 10 Jahre alt war, habe ich schon Vorführungen gemacht in der Schule zum Beispiel. Ich habe gesagt, jeder kann mich anrufen und dann irgendwelche Personen mitbringen und per Telefon mir Hallo sagen. Also fremde Personen, die ich nicht kenne. Das haben wir so Tests durchgeführt, dass ich 10 Jahre alt war. Persönlichkeitsentwicklung, also wie Mensch aussieht, Charakter, Verhalten, so Fingerabdrücke, Hände, zum Beispiel, alles habe ich mit beschäftigt, Augen und so. Sehr intensiv, damals schon. Und deswegen habe ich gedacht, das muss Rückschlüsse geben mit Zusammenhang von Energiezuständen, von Denkweise und so. Diese optische und innere muss irgendwie, da gibt es irgendwelche Zusammenhang, auf jeden Fall. Das habe ich damals in der Sowjetunion, als in der Vorhang keine Information, nirgendwo gab es Informationen, kam selber auf diese Idee. Also, und dann tatsächlich, in der Schule haben sehr viele Tests gemacht. Die haben praktisch jemanden mitgebracht, telefonisch, haben gerufen, gab es keine iPhones oder so, ganz normale Festnetz. Und die haben gesagt, Hallo. Und das Wort Hallo, damals als 10-Jähriger, habe ich schon detailliert beschrieben. Ganzer Charakter von diesem Mensch, ganzer Verhalten, ganze Gesundheit, alles detailliert. Ganzer Verhältnis zueinander miteinander, war immer richtig. Also ich war schon so berühmt, dass ich dann Fernsehauftritte, Interviews gegeben und solche Sachen. Und alle haben gefragt, wie machst du das, was machst du da? Ich sage, Moment, ich bin am Anfang, ich versuche gerade zu verstehen. Mittlerweile, heute arbeite ich anders. Wenn jemand sagt, du hast mich auch getestet übrigens, wenn du sagst, ich habe eine Freundin, sie lebt dann, was nicht wo, in New York, aber Freundin hat einen Kumpel und Kumpel hat eine Mutter und Mutter hat Nachbar. Und über Nachbar bitte erzählen. Und niemand kennt sich. Und ich erzähle detailliert über diese Person, aber so detailliert, dass ich sage, sie hat sogar Blaufleck hier in der linken Brust. Hier ist zum Beispiel so, hier Narbe, hier ist ganze Körper so und so, Verhalten so detailliert. Und das wird alles aufgeschrieben, weitergegeben, geprüft. Wenn ich einen Satz daneben liege, habe ich das nicht bestanden. Okay. Nur ich mache das bei Firmen mit 300 Personen. Ja. Also ist wissenschaftlich genug, oder? Ja. Also das heißt, ich darf nicht nur nicht einziges Satz daneben liegen. Also das heißt, und diese Technologie, diese Verständnis, dieses Wissen habe ich in Fotografie umgesetzt, weil ich sehe eine Chance dahinter. Weil ich sehe diese Verarmung, ich sehe diese Überbelichtete, diese Primitive, ich bin schockiert, ich bin baff. Und jetzt langsam verstehe ich, was eigentlich dahinter steckt. Und ich frage mich, warum niemand kommt auf diese Idee, diese Bilder anders zu bearbeiten. Ich sage warum. Weil ich sitze in meinem Bild 3, 5 Tage, manchmal eine Woche, dass dieses Bild so steht, dass man allen Kriterien entspricht. So, wer macht solche Gedanken? Ein bisschen Pi mal Daumen stimmt, okay, ist in Ordnung, okay. Also wenn schon und so. Und dann, was noch dazu kommt, ich habe gedacht, trotzdem, ich bin sehr kritisch, ja,
mir gegenüber und ich habe gedacht, vielleicht habe ich trotzdem alles ausgedacht. Ich mache nicht so gerne leere Versprechen oder ins Blau reden. Ja? Deswegen, ich habe Folgendes gemacht. Wir haben bei uns zum Beispiel einen Telegram-Kanal, so enger Kreis kann man sagen, mit 800 Personen, die begeistert von meiner Arbeit, sag ich mal. Öffentlicher Telegram-Kanal und da haben wir dort Umfrage gemacht. Wir haben zum Beispiel 10 beste Fotos genommen von alle besten berühmten Fotografen, die weltweit alle Preise gewonnen haben. Und diese haben wir dann genommen natürlich, aber wir haben nicht gesagt, dass von wem kommt und woher das. Niemand wusste das. Und eine Foto war von mir. Niemand wusste es von mir auch. Also beide beigemischt. Und diese 10 Fotos haben wir präsentiert, mit 800 Personen Umfrage gemacht und haben 2 Fragen gestellt. Erste Frage, welches Foto gefällt euch und warum? Zweite Frage, welches Foto macht euch glücklich? So, bei erster Frage haben Menschen gesagt, dieses Foto gefällt mir sehr gut, weil hier grün sehr schön. Und hier dieses Foto gefällt mir, weil blau so schön, nur symbolisch jetzt. Ja? Zweite Frage, welches Foto macht euch glücklich? Und alle, ohne Ausnahmen, haben ein Foto gewählt. Überträgst du deine eigenen Empfindungen über die Fotos? Das machst du ja auch ähnlich in der Musik. Das muss ich dazu sagen. Ich habe viele Fotos gemacht. Ich sage niemals, um was geht. Also, normalerweise passiert genau umgekehrt. Menschen erzählen Geschichte und verkaufen diese Geschichte und Menschen kaufen diese Fotos. Ich mache genau umgekehrt. Zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, welche Foto soll ich kaufen? Ich sage, ich verkaufe keine Fotos. Also dieses Bild finde ich selber. Also erstmal das. Und deswegen, wenn du willst, machen wir ein Experiment, habe ich gesagt. Dann schreibe ich Namen von diesem Bild. So, zack, einen Briefumschlag. Bitte in deiner Tasche verstecken. Ich gehe spazieren und du schaust diese ganzen Bilder, alles drumherum. Und dann zum Schluss sagst du mir, für was du entschieden hast. Und ein Mensch sagt, ich bin so mit diesem Bild total glücklich. Das mache ich so sofort, Gänsehaut so. Und jetzt schau bitte, Briefumschlag, was steht da? Genau diese Foto. Also das heißt, Verständnis von Denkweise, Verständnis von Persönlichkeit, so. Das heißt, welche Energiezustand, seelische Zustände Menschen haben und was braucht in diesem Moment überhaupt. Und deswegen Menschen zum Beispiel kaufen, also Verrückter geht schon gar nicht mehr. Menschen sagen, ich bin Naturmensch und ich liebe so Naturbilder. Kauft mir ein Bild bei mir, ein Haus, einfach Haus, ein Stadtbild. Sagte, ich werde nie im Leben diese Bilder mit Häusern kaufen, aber hier, dieses Bild, das ist Gänsehaut, das Glücksgefühl, ich weiß nicht, was mit mir passiert. Also verständlich, das heißt, das ist ein Verständnis von der Persönlichkeit, von der Entwicklung und ich habe immer gedacht, aha, was fehlt an Mensch, ja? Was ist da, also sagen wir so Seele, ja, oder Unterbewusstsein, kommuniziert sofort. Also Mensch wird sofort rauskatapultiert in ein anderes Universum. Geist, ja, versucht zum Beispiel zu sagen, oh, das ist grün, blau oder so. Aber Seele sofort weiß Bescheid. Es ist ja auch interessant, wo wir gerade über das Thema Seele sprechen, dass lauter Störungen hier reinkommen. Ne? Weil keiner, also die andere Seite möchte ja nicht, dass wir unsere Seele wahrnehmen und begreifen, dass Glück die Nahrung unserer Seele ist. Ja, muss man dazu sagen, deswegen sage ich, ich bin gerade Anfänger, ich fange jetzt mal an. Ja? Ich werde gerade langsam warm mit diesem Thema. Warum? Weil ich muss sagen, ich habe selber nicht gedacht, dass so passiert. Weil ich sage, Geschmackssache ist immer, wie gesagt, intime Angelegenheit. Und dann habe ich gedacht, zum Beispiel Menschen, die bei mir Bilder gekauft haben, zum Beispiel, die haben gesagt, Schmerzen verschwinden. Was passiert mit mir? Oder ein Mensch beispielsweise so ein Riesenproblem hat, irgendwo in andere Bereiche und so, schaut diese Bilder an, Gänsehaut, Glücksgefühl, kommen Menschen und sagen, du siehst komplett anders aus, du strahlst ganz anders aus. Also sofort ganz anderes Leben, ganz andere Vorbeginnen. Also das heißt, Menschen von sich aus das Ganze berichten und ich würde dann gerne diese Erfahrungsberichte noch mehr dokumentieren. Deswegen in unserem Telegram-Kanal, Original Therapeutikum-Kanal haben wir das Ganze. Ich mache das alles öffentlich, also dass man sieht, dass es echt ist, so mit echten Menschen und dass es kein Zufall ist. Und das ist so ein Hilfsmittel natürlich, muss man sagen. Ja? Das ist auf jeden Fall eine Hilfe, so eine Stütze. So, zum Beispiel kann man mit Fotos sehr gut Persönlichkeit trainieren. Warum? Weil der Mensch sieht seinen eigenen Zustand. Wenn es nicht gut geht, siehst du dieses Bild mehr überfordert, sagt man, so Information kommt. Also wenn es gut geht, sofort Glücksgefühl. Ja? Also wenn du weißt, aha, dieses Bild war schon glücklich, mich glücklich gemacht, aber heute nicht, frage, warum heute nicht? Als Beispiel. Also je nach Zustand, je nach, sagen wir so, Denkweise, je nach Interessen, also ein Mensch beschäftigt sich mit anderen Sachen und so, merkst sofort so einen Spiegel sofort. Du kannst das Bild erinnern und kann dich alles erinnern. Denk an dieses Bild, sag, da so viele Details, Feinheit, Nuancen, kann man stundenlang mit diesem Bild sich beschäftigen. Und dann das passiert und dann plötzlich, das habe ich übersehen, das habe ich übersehen, das habe ich übersehen. Und man merkt plötzlich, kommt immer mehr Information und sieht immer mehr. Also das ist was Besonderes zum Beispiel. Also es ist einfach, kann man damit tagelang sich beschäftigen und nimmt man immer Neues. Ich erinnere mich an ein
Interview, was wir damals für Große Heiler der Welt für mein Buch gemacht haben. Und da gab es eine Geschichte, in der will ich auch nur erzählen, wie präzise deine Gedanken, deine Arbeit und was auch immer, was dadurch passiert, genau ist. Und zwar hast du damals, da hatte eine Tierärztin dich angerufen. Es gab einen Hund, der überfahren wurde, einen Unfall hatte, aber ganz viele Splitter im Körper hatte. Und die Tierärztin hatte... Glassplitter in Pfoten. Bitte? Glassplitter in Pfoten. Er konnte den Pfoten nicht mehr treten, genau. Aber Röntgengeräte oder so, die registrieren diese Glassplitter nicht. Ärztin hat gesagt, da sieht man diese Schnittwunde, da sieht man, dass irgendwas drin. Aber sie muss das Ganze alles aufschneiden, dann wird dann Hund natürlich sehr beschädigt und so, und deswegen sie will das nicht. Und am liebsten wäre punktuell diese Glassplitter rausholen, weil es so viele Schnitte gab. Weil er irgendwie in diese Glassplitter da eingetreten, und dementsprechend war so, da war natürlich Gedanke, wie machen wir das? Und dann ruft eine Hundebesitzerin, das ist aus München, und ich habe gesagt, ganz einfach, mach mal diese Hundpfotenabdruck. Also, und dann, ich mache das Koordinatensystem, Millimeter genau, und sobald Hund unter Narkose liegt, mit Pfoten, und Ärztin dann steht da, und ich werde ein Koordinatsystem sagen, wo in welcher Punkt Millimeter genau gehen, in welche Tiefe muss sie gehen. Und sie ist genau diesen Punkt gegangen, mit genau diese Millimeter präzise genau, mit Pinzette, zack, Glassplitter rausgeholt. Fertig, erledigt. Hund war frei, alles frei. Ja. Nächsten Tag konnte er schon laufen, alles überhaupt kein Problem. Die Fähigkeiten, die du eben hast, die trifft man äußerst selten. Und deswegen hättest du wahrscheinlich die Wohnung, also dein Institut voll mit Leuten, die du wieder gesund machen müsstest. Aber du hast dir etwas Besonderes überlegt, und zwar all deine Produkte führen letztendlich dazu, dass die Leute das bekommen, was sie möchten, ohne dass sie bei dir Schlange stehen müssen. Sie können es über deine Produkte. Kann man das so sehen? Sagen wir so, ich habe auch, wie gesagt, ich habe nie gedacht, irgendwelcher Verkauf generell. Ja? Ich habe nur gedacht, wie mache ich das so, dass Menschen maximale Selbstständigkeit fördern. Deswegen, jedes Produkt hat so viele Vorteile, konkret. Und jeder kann das dessen selber nachvollziehen, verstehen, und diese Erfolge sehen sofort auf die Stelle. Also kann man dokumentieren, kann man alles wirklich machen. Ärzte sogar sagen, was passiert mit dir, du bist jetzt plötzlich das und da, Muskulatur plötzlich alles da. Alles wächst, entwickelt sich. Das ist so doppelt und dreifach dokumentiert. Deswegen habe ich gedacht, Produkte verkaufen sich an Anführungszeichen selbst von alleine. Machen keine Werbung, nichts. Also nur eine Mund-zu-Mund-Propaganda, Zufriedenheit. Aber ich habe Produkte, wie gesagt, mehr gemacht in welche Richtung, weil ich gemerkt habe, was noch fehlt, was Mensch zu Hause selber machen kann. Ja? Das heißt, mein Terminkalender bis Oberkante voll, bis zum geht nicht mehr. Sag, wie soll ich dann sagen, ich massenhaft, Menschen müssen absagen, dann, wenn sie selber probieren, das Ganze testen und noch dazu Zufriedenheit. An dieser Stelle, wenn jemand unzufrieden bekommt, gibt es sofort Geld zurück, alles so, kein Problem. Es gibt ja unterschiedliche Produkte, die alle ein bestimmtes Ziel haben. Es geht immer in Gesundheit, in körperliche, seelische Gesundheit und Geist. Das Thema Geist beschreibst du auch ganz interessant. Was ist für dich Geist? Nur Geist an dieser Stelle ist eine Art Schnittstelle, kann man sagen, zwischen Seele, also Mensch als Energie pur, und Außenwelt. Ja? Geist übersetzt alles. Das ist ein Übersetzungsprogramm. Deswegen Geist ist nur 2 + 2 = 4. Also zum Beispiel, Mensch fährt Auto, rot, bremsen, grün, fahren. In Deutschland. Oder aber ich habe jetzt keine Weltreise hinter mir. Ich habe jetzt ganze Welt bereist, das ganze Jahr, jetzt komplett. Ich habe so sehr viele Länder besucht, also angefangen von Thailand, zum Beispiel Ägypten, Brasilien, Zanzibar, Tansania, ja, Norwegen, Curaçao, Bonaire, Karibik. Also ich war jetzt wirklich weltweit, also überall unterwegs. Rote Ampel bedeutet, es ist einfach nur Orientierungshilfe. Also ich war natürlich überrascht, weil so alle fahren rote Ampel, so niemand da, alle fahren, das ist kein Problem. Kamera stehen, Überwachung, kein Problem. Das ist Orientierungshilfe, gefährdet niemand, alles kein Problem. Also das heißt, deswegen Geist ist ein Übersetzungsprogramm. Und Geist kann zum Beispiel Menschen gefangen. Wenn Menschen Geist gefangen ist, dann ist es ein Käfig, ja, dann ist es sehr gefährlich, dann Mensch wird zum Roboter, sagen wir so, ja, dann wird seriös ausgetrieben. Deswegen, das ist Sinn der Sache zum Beispiel Geist muss man trainieren, muss man in den Griff bekommen. Dafür habe ich 3D-Schach entwickelt, Revi Mind. 3D-Schach auf 6 Ebenen, weltweit einmalig. Warum sage ich einmalig? Ich habe jetzt vor kurzem Weltmeisterschaft in Schach besucht, in Monaco. Und Geschäftsführer von FIDE und Präsident von FIDE persönlich waren da und haben gesagt, Oleg, du bist der Einzige, der 3D-Schach überhaupt hat. Alle anderen 3D-Schach, die wir bis jetzt erlebt haben, präsentiert nicht bespielbar. Das ist nur Attrappen.
Also Spielregeln sind nicht durchdacht, gar nichts, das ist nicht bespielbar. Du bist der Einzige, der überhaupt 3D-Schach entwickelt hat, weltweit. Und also wir haben gespielt, wir haben Schach gespielt, stell dir mal vor. Kannst du noch mal schrittweise erklären oder auflisten, was du beim Menschen erreichen möchtest, bis er in ein glückliches Lebensgefühl kommt? Du hast ja verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Reizüberflutung und so weiter. Und auch deine bestimmten Seminare sind ja auch so aufgebaut, dass du Schritt für Schritt die Leute zum Beispiel zu Gefühlen bringst oder zur Wahrnehmung der Seele. Ich denke jetzt an das Klangseminar. Das heißt, du fängst unten irgendwo an, nimmst die Leute mit, da gehen schon viele, weil sie nicht mehr aushalten, dann die nächste Stufe und. Und du hast auch, wenn du das mitmachst, in jeder Stufe eine andere Wahrnehmung. Und das ist das Spannende daran, wie du damit umgehst. Und letztendlich glaube ich, oder ich nehme es so wahr, dass all deine Produkte immer wieder die gleichen Schritte oder ähnliche Schritte beachten, damit der Mensch glücklich ist, in Freude kommt und gesund ist. An erster Stelle, ich will erstmal auf Deutsch gesagt nichts erreichen, weil ich stelle nur Möglichkeiten zur Verfügung. Ja. Also das heißt, sogar Karl Marx hat selber gesagt, alle Revolutionen auf dieser Welt eins bewiesen, du kannst alles ändern, aber Menschen nicht. Ja? Also das heißt, deswegen ich stelle Möglichkeiten zur Verfügung und versuche maximal, wie es geht, konkret wie möglich zu helfen, erklären, wie das geht. Also hätte der Mensch gewusst, was er besser machen konnte, schon längst gemacht. Also deswegen behaupte sogar, größte Probleme auf dieser Welt entstehen durch Wissensmangel. Hätte der Mensch gewusst, wie genau konkret, was genau konkret, er schon längst gemacht. Durch Wissensmangel entstehen sehr viel Unsicherheit und durch Unsicherheit entstehen dann andere Probleme und dann entwickelt sich das in alle möglichen Richtungen, ausufern kann man sagen, ja. Und dadurch entstehen auch Reizüberflutung auch. So, und deswegen diese Möglichkeit, die zur Verfügung stellen, natürlich mit Arbeit verbunden. Arbeit an sich selbst an erster Stelle. Das erkenne ich sich selbst, das ist Uwe schon gesagt. Und das ist die schwierigste Arbeit überhaupt. Also das heißt, und deswegen, nicht alle wollen diese Arbeit machen. Und ich will nicht niemanden da abholen, ich bin kein Abschleppdienst. Also das heißt, ich will nicht Mund-zu-Mund-Beatmung bei jedem machen. Also das heißt, das ist umgekehrt. Wenn du dich einmischst in Angelegenheit von anderen Menschen, dann übernimmst du dieses Schicksal, du übernimmst diese Verantwortung für diesen Menschen. Ja? Also das heißt, deswegen, ich beantworte nur Fragen. Also wenn jemand zu mir kommt und stellt falsche Fragen, dann sage ich, es tut mir leid, das sind falsche Fragen. Ja? Also ich sage mal als Beispiel, kommst zu mir voll verkrebst, ja? Bis zum geht nicht mehr, alle Ärzte haben mir abgeschrieben, mit beiden Beinen steht im Grab. Dieser Mensch kommt zu mir und symbolisch gesehen fragt mich, Herr Lohnes, welche Himmelsfarbe heute? Ja? Ich sage, Sie stellen falsche Fragen, Sie verlieren wertvolle Zeit. So, aber ich werde niemals mit Brecheisen gehen und sagen, das und das war alles falsch, ich sehe bei Ihnen das und das, nie im Leben. Also das heißt, und dann noch ein wichtiger Punkt noch, also zum Beispiel, wie ich schon sagte, jeder Mensch macht nach bestem Wissen und Gewissen, was er kann. Aber irgendwo hat er zu viel gemacht, irgendwo zu wenig. Und irgendwo hat man sich selber vergessen, irgendwo übertrieben. Ja? Irgendwo auf jemand anderen, die ganze Welt gerettet und sich selber vergessen. Und deswegen, das ist auch diese Refotografie übrigens dafür gedacht, zu sich selbst zu kommen. Weil dann lernst du dieses Gefühl für richtiges Maß. Dieses Gänsehautgefühl entsteht durch dieses Gefühl für richtiges Maß. Nur so. Dann weißt du genau, du bist rein in sich selbst. Jetzt bin ich genau richtig, jetzt genau das. Das ist eine Orientierungshilfe. Das ist ein guter Indikator. Wenn du jetzt Seminare gibst, geht es ja auch gar nicht darum, was der andere für Fotos macht. Es geht darum, deine Fotos zu lesen. Ich versuche Menschen sowas beizubringen. Ich erkläre das Ganze. Ich mache das offen komplett. Ich alles detailliert erkläre. Ich bin sehr interessiert, dass Menschen das verstehen können, selber machen. Für sich, für andere, für eigene Familien. Überhaupt kein Problem. Wie lange dauert das Seminar? 3 Tage, 4 Tage. Wir machen jetzt 4 Tage, weil wir dann mit Weltreise verbinden. Wir machen dann zum Beispiel mehrere Länder bereisen, dann kombinieren das Ganze so. Das heißt, Sie fotografieren alle und ihr besprecht jedes Bild? Oder wie? Genau, nicht jedes, aber ausgewählte Sachen und dann erstmal Grundlagen und dann wieder, also im Prinzip kommen, sagen wir mal, Profifotografen zu mir, die leben lang fotografieren und da bin ich so überrascht, ehrlich gesagt. Und dann sagen sie, ich habe bei dir fotografieren, das neu gelernt. Das ist einfach auch interessant. Also hier haben schriftlich das uns mitgeteilt. Aber vielleicht noch ein wichtiger Punkt, vielleicht das alles, ich sage jetzt öffentlich, warum? Weil es schon öffentlich gemacht wurde. Zum Beispiel von einer, ich sage mal Zahnarzt in Stuttgart, hat das öffentlich bei uns Erfahrungsbericht geschrieben in unserem Kanal. Und er kam zu mir, so macht Seminare bei mir, so, das ist ein sehr guter Freund von mir. Und er sagte, es steht Tränen fließen bei ihm und sagt, Oleg, ich habe ein Riesenproblem. Also ich habe Erbschaftswahl mit meiner Schwester
Und da ist gerichtliche Auseinandersetzung, Anwälte, Katastrophe, Krieg, Familienkrieg. Und er hat mit dir zusammen Gemeinschaftspraxis und so, Zahnarzt und so. Horror, einfach Horror, muss jetzt aufgeben, existenzgefährdet und so. Und kannst du bitte mir helfen in diesem Konflikt? Also ich mache auch Beratung in diese Richtung und so. Habe ich gesagt, weißt du was, ich mache keine Beratung, ich werde dir Folgendes empfehlen. Nimm ein Bild von mir, zum Beispiel, da hängt da genau dieser Katamaran, ja, ganz großer Katamaran, den ich in Karibik fotografiert habe, und einfach auf deine Praxis aufhängen. Und du wirst sehen, Problem löst sich in Luft auf. Aber wenn es dir nicht hilft, gib mir wieder zurück. Ganz einfach. Und was hat er gemacht? Okay, ich glaube dir. Einfach so genommen, gefahren sofort, so, hängt in seine Praxis, ja, abends, von was Seminar gekommen, hängt an der Wand und ganz schnell weggefahren, weil er sagte, wenn meine Schwester sowas sieht, ja, dann kriege ich Probleme, weil, also Anwälte, Krieg, und er hat sie nicht gefragt und haben sie 50-50, weißt du, und Bild hat auch gekostet. Aber ich habe gesagt, du bezahlst nicht, nur wenn es wirklich glücklich, zufrieden, wenn es wirklich hilft, ja. So, was passiert? Ruft seine Schwester ein paar Minuten später, also war zufällig, dass in Praxis irgendwie irgendwas gemacht wird und sagt, du musst sofort dringend zurückkommen. Also in Praxis, ich muss dringend mit dir sprechen. Sagt er, Hilfe, vorbei. Also es geht so, sieht das ganze Kopf und so, kommt da rein, ja. Und diese Schwester steht neben dem Bild und Tränen fließen und weint und sagt, wie hast du geschafft, wo hast du das Bild gefunden? Wo hast du dieses Bild? Und ab diesem Moment, das ganze Krieg in Luft hat sich aufgelöst. Hat jetzt sogar gesagt, wir haben Knebelverträge gemacht, dass er eigene Assistenz nirgendwo in Stuttgart machen kann. Er muss er außerhalb machen und so. Die haben alles ihnen erlaubt, alles komplett. Das ist alles schriftlich und so. Alles, Krieg in Luft hat sich aufgelöst. Ja. Und hat das schriftlich als uns nochmal als Erfahrungsbericht mitgeteilt. Ich kann mal sagen, Zufall. Nur mittlerweile habe ich solche Beispiele, so viele, dass ich dann sage, Moment, das ist kein Zufall mehr, das ist genau diese sogenannte Revi-Art-Technologie praktisch funktioniert. Ja? Was bedeutet Technologie? Also so für Menschen bestimmte Denkweise extra gemacht. Also das heißt, das bedeutet, ja, Mensch muss dieses Bild, erkennen sich selber dieses Bild. Ja? Letztendlich, wenn ich mich wohlfühle, reguliert sich ja alles im Körper. Das heißt, Gesundheit ist eigentlich dann auch eine Randerscheinung zum Glück, oder? Gesundheit oder Krankheit ist Energiezustand. Ja? Man entweder zufrieden oder nicht zufrieden ist. Ja? Also das heißt, Mensch sagt, ich bin jetzt mit meinem Zustand nicht zufrieden, dann kann man sagen, jetzt bin ich krank, Anführungszeichen. Ja? So, Frage, wie kam ich in diesen Zustand rein? Und wie komme ich wieder raus? Das nenne ich zum Beispiel seelische Polarwüste. Ja? Also wenn wir, sag mal, Liebe, ich habe schon vorher gesagt, das ist ein Wärmeaustausch. Gegenteil davon, also schlimmste Bestrafung auf dieser Erde, ein falscher Ort, falsche Zeit, mit falschen Menschen zusammen zu sein. Da kommt so viel Kälte raus, so viel Kälte auf dich zu, da wirst du Arsch abfrieren. Also, das heißt, und das ist alles. Und deswegen zum Beispiel, wie schaffe ich das, diese Wärme zu transportieren? Also, das ist das mein Ziel. Ja. Was ist dir zum Abschluss noch wichtig zu sagen? Ich habe im Prinzip schon alles gesagt. Also sonst war, wie gesagt, meine persönliche Meinung, derjenige, der sucht, findet. Und so. Und das gibt es nicht irgendwelche Standard oder irgendwelche absolute Wahrheit oder so, was richtig oder falsch. Also für jeden Menschen, es gibt immer alles. Informationen für alle Möglichkeiten sind da. Du musst nur wollen und muss mal richtige Fragen stellen übrigens. Und übrigens, wenn ich so sagen darf, meine Definition von richtigen Fragen, diese Frage stelle ich schon überall. Was ist für dich die richtige Frage? Und so Menschen, no, ja, so und so und so. Ich sage, im Prinzip so viele Meinungen gibt darüber. Meine persönliche Meinung, richtige Frage bedeutet, deren Antwort mich erfolgreicher, glücklicher macht. Also zufriedener, glücklicher und so weiter macht. Das heißt, deren Antwort. Ja. Also ich muss Fragen so stellen, ja. Und alles steht und fällt mit richtiger Fragestellung. Sobald Mensch sucht, findet. Ja, das erinnert mich selber an meine eigene Geschichte. Ich habe mir damals, als ich sehr lange schwer krank war, immer gewünscht, gesund zu sein. Und ich spürte irgendwann, es ist eigentlich nicht die richtige Frage, wie man gesund wird, sondern die richtige Frage war dann hinterher die, ich möchte bezüglich meiner Krankheit sehend werden. Und mit diesem Wunsch zog ich alles an und habe dann eine Spontanheilung erleben dürfen nach 20-jähriger Krankheit. Also es ist sowas von wichtig, sich richtig auszurichten. Und das kann man eben über deine Bilder, und nicht nur über deine Bilder, auch über all deine anderen Produkte. So kann man sagen, nur
wie schon sagte, ich verkaufe ja gar nichts. Also das findet selbst von alleine, Menschen finden selbst von alleine statt. Das ist, sie suchen, finden, sie von sich aus kommen auf mich zu. Ja, der Energieausgleich kommt dann auch durch diese... Das versteht das und so. Diejenigen, die Gedanken machen, die verstehen das. Ich ständig gefragt, beantworten diese Fragen. Ja. Also, aber einfach nur irgendwas, einfach so wie zum Beispiel jetzt im Kunstmarkt erzählt wird, dieser Künstler deswegen so berühmt, deswegen so und so, weil er so berühmt ist, muss er ein Bild kaufen als Beispiel. Das ist so armselig, so billig. Ja. Und so, das ist peinlich schon, kann man sagen. Ja. Und dafür gibt es Akademie, die das ganze Menschen so hinrichten oder abrichten, wie nennt man das? Dann kommen so professionelle Künstler raus, ja, die dann so Krüppel, seelische Krüppel sind, so würde ich sagen. Ja. Und deswegen, ich habe gerade jetzt gestern eine Konferenz gehabt, in Moskau zum Beispiel, weil die wollen zum Beispiel ganz groß mich dann rausbringen. Ich habe gesagt, stopp, langsam. Also ich bremse das Ganze, ich sage, stopp. Die sehen diese Bilder, so, was ist das, ja? Wo so wirklich führende, kann man sagen, Kunstszene, so Leute so sagen, boah, das ist einmalig, das ist unglaublich. Ich sage, stopp, langsam, ich bin noch Anfänger, ich brauche noch Zeit und so. Und dann, aber dann kam plötzlich dann in diese Konferenz, kamen so ein paar berühmte Künstler und die waren, ich denke, Neid, weil ich habe komischerweise, Künstler und Fotografen haben ein Riesenproblem mit mir. Ich habe Probleme nicht mit denen, aber die haben Probleme mit mir. War es nicht auch mit den Musikern damals bei dem Klang? Das gleiche Problem. Also das heißt, ich berate sogar Dresdner Symphoniker zum Beispiel, ja, so mit Intendant persönlich und so, mit Markus Renn zum Beispiel. Und Berliner Konzerthaus, mit Pet Shop Boys haben wir gemeinsame Projekte gemacht. Ich habe mit Columbia Pictures berate ich auch so mit 3 Engel für Charlie und Terminator 3 Projekte zum Beispiel. Also mit Schwarzenegger und Roter Teppich bin in Berlin zusammengelaufen und so. Also Hand in Hand und so in Berlin. Also im Prinzip, ich kenne schon Menschen oder viele kennen mich, aber in diesem Sinne, Fotografen und Künstler haben ein Riesenproblem mit mir. Ja? Und dann war zum Beispiel einer, hat mich angegriffen und sagte so, ja, und meine Bilder verkaufen sich nicht und Ihre Bilder. Ich sage, ich verkaufe gar nicht. Und so. Er sagte, ja, aber ich bin so berühmt und ich bin so und so. Ich habe gesagt, wissen Sie was, zeigen Sie Ihre Bilder Menschen, haben Sie Gänsehaut oder nicht? Es geht nicht um Gänsehaut. Ich bin berühmt. Ich sage, haben diese Menschen Gänsehaut oder nicht? Also, dann ist es keine Kunst. Ah ja, aber ich habe studiert, das ist Ihr Problem. Dass ich studiert habe. Also so einfach. Ja, so einfach. Und so muss man richtig vorgehen. So braucht man Ehrlichkeit einfach dazu. Ja, sich selber gegenüber. Ich danke dir. Und ich fühle mich auch sehr geehrt, dass du gekommen bist und hier an dieser Runde teilgenommen hast. Und ich habe dich bewusst als Letzten gefragt, weil ich dir den Raum geben wollte nach hinten. Ich wollte natürlich nicht so viel Zeit stehlen, ich sag mal so, weil das alle gleichmäßig. Ja, weil ich weiß, dass es sonst ausufern könnte. Und ich danke dir, also erstmal, dass du gekommen bist. Und ich danke euch für eure Ausführungen und ich finde alles großartig, was ich heute wieder lernen durfte und hören durfte. Und ich hoffe, wir sehen uns alle wieder und sage einfach mal erstmal zu euch vielen Dank. Und zu Ihnen, liebe Zuschauer, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Heike Kaczmarczyk für Garten Eden ruft.